2020, als die Welt die Grenzen schloss und Pandemie-Lockdown verhängte, als in Belarus der Boss vors Fernsehen trat und meinte, hätte hier Corona nicht gesehen. Um sich zu schützen, soll man Schnaps trinken und in die Sauna gehen. Verwundert nahm das Volk die Sache darauf selber in die Hand. Initiativen schossen aus dem Boden überall im Land. Ob Distance Learning, Firmenhilfen, Masken, sie waren schwer auf Zack. Doch gegenüber der Regierung blieb ein bitterer Nachgeschmack. Und das Vertrauen zum Präsidenten hatte Schaden genommen, weil zu dem Zeitpunkt simultan 3 Krisen zueinander kommen. Erstens Wirtschaft wegen Ölpreiswechsel, große Staatsverschuldung und Reformstau. Der Privatsektor hat eher so halbe Duldung. Zweitens Außenpolitik, weil Russland Anschlussängste weckt und der Vertrag mit der EU in einer Sackgasse steckt. Und drittens Covid, das im Jahr der Präsidentschaftswahl eintraf. Für viele reicht es jetzt, die Leute haben Redebedarf. Deutschland und Europa, schaut auf dieses Land, das sich viel zu lange unter unserem Radar befand. Wir haben's zu lang versäumt und das ist unser Problem, das Land als eigenständig und in seiner Vielfalt wahrzunehmen. Schaut auf dieses Land vor der Haustür der EU, spitzt sich gerade Tag für Tag die Lage weiter zu. Nicht Anti-Lukaschenka, sondern pro-Belarus ist, warum die Leute sagen, dass sich etwas ändern muss. Und der Bumerang-Effekt, der ließ nicht lange auf sich warten. Für die Wahlen meldeten sich 55 Kandidaten, manche davon seriös und aus der Mitte vom System. Und laut Wahlumfragen hat der Amtsinhaber ein Problem. Zwar übertreibt der Talk von wegen 3% Präsident, aber der Wert liegt kaum bei 80, wie man ihn von früher kennt. Die Konkurrenten haben zusammen etwa 1 Million an Unterschriften und der Staat setzt jetzt auf harte Repression. Internet-Shutdown und Verhaftungen, politische Gefangene. Diese Welle von Gewalt, sie übertrifft bereits vergangene. Muskulöse Jungs in Freizeitdress entführen Demonstranten. Das bringt neue Leute auf die Straße nebst den Altbekannten. Und die Umfragen belegen, dass die Mehrheit Wandel will. Faire, freie Wahlen und Reformen, denn das Land steht still. Es geht nicht um abstrakte Fragen über Geopolitik, sondern um Zukunftsperspektiven in der eigenen Republik. Deutschland und Europa, schaut auf dieses Land, das sich viel zu lange unter unserem Radar befand. Wir haben's zu lang versäumt und das ist unser Problem, das Land als eigenständig und in seiner Vielfalt wahrzunehmen. Schaut auf dieses Land vor der Haustür der EU, spitzt sich gerade Tag für Tag die Lage weiter zu. Nicht Anti-Lukaschenka, sondern pro-Belarus ist, warum die Leute sagen, dass sich etwas ändern muss. Belarusinnen und Belarusen, euch gilt dieser Gruß. Żywie Belarus, żywie Belarus. Wer meint, dass ihr alleine wärt, der redet doch nur Stuss. Żywie Belarus, żywie Belarus. Wir sitzen in Europa alle in demselben Bus. Żywie Belarus, żywie Belarus. Die Geschichte steht nicht still, nein, sie bleibt immer im Fluss. Żywie Belarus, żywie Belarus. Wie kann es weitergehen? Die Lage ist vertrackt und zukunftsschwanger. Kommt ein Umbruch oder wird der Präsident gar nach so langer Zeit im Amt noch einmal wirklich freie Wahlen zulassen? Oder setzt er auf Repression gegen die friedlichen Massen? Und können Deutschland und Europa noch was Sinnvolles tun, außer vom Rand besorgt zu gucken und auf Twitter zu buhen? Man wird die sanktionieren müssen, die das Menschenrecht verletzen, aber muss auch Angebote auf die Agenda setzen, die sich breit an die Gesellschaft und an die Regierung richten, mit dem Ziel deeskalieren und wenn möglich zu schlichten. Denn sonst werden letzten Endes nur diejenigen profitieren, die wollen, dass Minsk und die EU sich auseinander dividieren. Es muss darum gehen, wie wir positiv die Nachbarschaft gestalten, wenn die Machthaber sich an die selbstgesetzten Regeln halten. Dafür mangelt's weder an Ideen noch guten Potenzialen und wer in die Zukunft führen will, hat keine Angst vor Wahlen. Deutschland und Europa, schaut auf dieses Land, das sich viel zu lange unter unserem Radar befand. Wir haben's zu lang versäumt und das ist unser Problem, das Land als eigenständig und in seiner Vielfalt wahrzunehmen. Schaut auf dieses Land vor der Haustür der EU, spitzt sich gerade Tag für Tag die Lage weiter zu. Nicht Anti-Lukaschenka, sondern pro-Belarus ist, warum die Leute sagen, dass sich etwas ändern muss. Schaut auf dieses Land, schaut auf dieses Land. Schaut auf dieses Land, schaut auf dieses Land.